Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind heute in der Gedenkstätte des KZ Bergen-Belsen. Und das KZ Bergen-Belsen ist ja das KZ, wo auch die Anne Frank ums Leben gekommen ist, ermordet wurde und ihre Schwester Margot. Genau. Und Anne Frank ist das Mädchen mit den weltberühmten Tagebüchern. Und wir gehen nachher hier auch noch mal durch die Gedenkstätte, aber wir wollen uns eben auch mal die nicht mehr vorhandenen Lagerteile angucken, wo es nur noch Grundmauern gibt, die aber auch extrem interessant sind. Genau, und dann nehmen wir euch mit. Ich weiß gar nicht, ist das jüdische Tradition, einen Stein zur Trauer darauf Ja. zu legen? Ich glaube auch. Ja. Hier liegt alles voll. Hier ruhen 1000 Tote, April 45 steht hier. 1000 Tote, einfach reingeschmissen. Es ist so brutal, es ist so Zugebuddelt. grausam. Also dass das hier so mehr oder weniger in Anführungsstrichen hübsch ist mit diesem Hügel, das war natürlich viel später im Rahmen dieser Gedenkstätte. Das war hier einfach ein Loch, da wurden die reingeworfen und damit hat sich's. Das war auch bei der Befreiung so, dass man die ganzen Toten aufsammeln ließ und die natürlich so schnell wie möglich in Massengräbern bestattet hat. Und die ganzen Baracken, die hier aus Holz waren, die wurden niedergebrannt, und zwar von den Briten, die das Lager befreit haben, aber nicht, weil die irgendwelche Spuren vernichten wollten, natürlich nicht, sondern wegen dieser Seuchen, die hier Klar, grassiert es mussten haben. die ganzen Krankheiten bekämpft werden, in Anführungszeichen, also an der Ausbreitung gehindert werden. Wir sind jetzt natürlich keine Experten, aber wir wissen, dass die Zustände hier im KZ Bergen-Belsen, wenn sie nicht sowieso schon schrecklich waren wie in jedem KZ, waren die hier am Kriegsende besonders schrecklich. Also man muss sich vorstellen, hier gab es nichts mehr, also kein Essen, kein Trinken. Hier gab es Fleckfieber, Cholera, Ruhr, Typhus, Krätze. Und die Leute lagen hier einfach im Lager tot auf den Wegen oder wo auch immer sie waren, verhungert, erfroren, totgeschlagen. Und also die Zustände müssen grauenhaft gewesen sein. Was die Briten, als sie das Lager befreit haben, 15. April 15. April 45. 45, was sie hier gesehen haben, das macht man sich gar nicht vorstellen. Nee. Hier nebenan am Lager, da hat die Wehrmacht 1935 einen Truppenübungsplatz gebaut. Und der wurde dann später viel später von der NATO übernommen, sehr zum Leidwesen der Anwohner, die durch das Geballer hier gestört sind, natürlich. Die schießen übrigens gerade wieder. Es fühlt sich auch wirklich komisch an, Nicht komisch. befremdlich durch ein ehemaliges KZ zu laufen und die Schießereien im Hintergrund zu hören. Das ist total krank. Es Also ist- du läufst hier durch eine Gedenkstätte und hörst die Maschinen. Habt ihr Gewehre. das gehört? Also das ist so ätzend, das Ja. kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie das möglich überhaupt ist. Also wie wenig Empathie muss man haben, sowas zu machen, ne? Dass man hier die Gedenkstätte aufgebaut hat und dann nebenan machen sie ihre scheiß Kriegsspiele, ey. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir müssen da mal hingucken. Das ist abartig. Ist es ja. So, jetzt ist das staatliche Baumanagement Lüneburger Heide hier gerade dabei, Häftlingsbaracken freizulegen. Also die Fundamente der Baracken. Die Fundamente, die sind natürlich seinerzeit niedergebrannt worden, aber jetzt liegen die frei und das gucken wir uns mal an. Jetzt haben wir hier eine Dame getroffen, die hier auf dem Gelände tätig ist und die hat uns erzählt, dass diese
Baracke von eben, da waren die Ungarn untergebracht und hatten noch relativ gute Zustände. Ja. Und diese Vorsprünge blende ich mal ein, mit den Rohren, die übrigens tatsächlich alt sind und nicht neu. Das sind Toiletten. Die Ungarn hatten an ihren Baracken noch Toiletten, wo andere nur Kloaken hatten und Donnerbalken, Genau. mit denen sie mit der Hand sauber machen mussten. Also, ja, was da alles erzählt wurde. Und bei diesen Ausgrabungsarbeiten von diesem Fundament, da wurden so viele Dinge gefunden. Also persönliche Gegenstände der Häftlinge. Genau, und da waren die Archäologen auch mit dran beteiligt, nicht nur Baufirmen, sondern auch Archäologen. Und die haben so viele persönliche Gegenstände hier noch freigelegt, dass die einfach in der Gedenkstätte gelagert sind und gar nicht mehr ausgestellt, was viel zu viel alles ist. Also unheimlich interessant. Und die hat uns auch erzählt, dass hier durch das Lager, also das ist ja alles Lager hier, was man hier sieht, nicht nur Gedenkstätte, sondern auch Lager, dass hier, wenn die NATO hier ihre Übungen macht, dass die dann hier durchs Lager marschieren. Und zwar in voller Montur. Also in voller Soldatenmontur. Und sie hat gesagt, das ist total gruselig. Ganz abgesehen von den ständigen Geballer hier, laufen hier auch Soldaten im Stechschritt durch das Lager. Also ja, ich sage dazu nichts, weil mir dazu nichts einfällt. nee, da weißt du auch nicht, was du zu sagen sollst. Natürlich waren die Baracken hier zum großen Teil, aber nicht nur, aus Holz. Und deswegen waren hier immer Löschteiche mit Wasser. Damit, wenn was passiert, damit man natürlich Zugriff auf Wasser hat, sonst wäre hier alles weggefackelt. So, jetzt sind wir in der Gedenkstätte, im Gelände der Gedenkstätte. Wir haben richtig Wind. Ich hoffe, das pustert nicht so sehr. Wir haben immerhin neue Windpuschel Da gekauft. haben wir wieder ein Massengrab. Mit 2500 Tote. Also ich würde sagen, wir lassen mal jetzt die Bilder hier sprechen und sehen uns nachher wieder.
Also jetzt eben hier im Haus der Stille. Boah, Marion ist sowieso schon sehr traurig, ne? Aber mich hat das richtig überkommen. Oh Gott, das ist so ätzend, was Menschen machen. Boah. Ja. Boah. Also nicht nur, dass ich traurig bin, aber es schüttelt mich auch richtig so, weil es alles so abartig ist. Es ist so unvorstellbar krank, bösartig, niederträchtig. Es macht kein Tier sowas. Nee. Boah, wir gehen mal weiter. Weiter geht's. Zurück im Auto. Das war emotional anstrengender, als ich gedacht hätte. Wir wussten ja im Vorfeld, dass da viel mehr zu sehen sein würde als nur diese Gedenkstätte. Aber da zu stehen und das alles nochmal zu sehen, ist was anderes. Und was mich besonders mitgenommen hat, waren die ganzen Gedenksteine, die da wie Gräber aufgestellt waren. Ich weiß gar nicht wieso, aber das hat mich total aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich fand diesen Raum der Stille plötzlich so, ich weiß auch nicht warum, also da war keiner drin und dann diese Architektur, ne, das war... Und dazu diese ganzen kleinen Zettel noch, die da geschrieben Die waren. ganzen Zettel da, oh. Es ist nicht Und dann wahr. auch das Gespräch mit der netten Frau. Wir sagen hier den Namen mal extra nicht, weil die ist natürlich beschäftigt hier auf dem... Genau. Und die hat auch schon gesagt, dass sie irgendwie schon Anfeindungen wegen die Palästina-Konflikt und was alle. Also ich weiß, die Menschen werden einfach nur scheiße bleiben, das ist mal so. Ganz egal, wer da Schuld hat oder nicht Schuld hat, das wird nie aufhören. Weil sie zu dämlich sind. Ja, ganz irgendeinen klar. Grund wird es immer irgendwo Natürlich. Der hat mich getreten, der hat mich getreten, nein, der hat mich getreten, wie die Schwachsinnigen, nur ehrlich. geben. Und einer um den anderen geht drauf für nichts und wieder nichts da. So ist es. Ich verstehe das nicht. Ja, wir hoffen, euch hat das Video vieles auch gezeigt, was ihr vielleicht noch nicht gewusst habt. Über 50.000 gestorben hier. 52.000 mindestens. Mhm. Und man weiß nicht, auch wenn man über die ganzen Wege läuft. Ich meine, es gibt zum einen diese Massengräber, aber die sind ja auch auf den Straßen gestorben und das ist einfach zugeschüttet worden. Also du weißt tatsächlich nicht, laufe ich jetzt gerade. Gut, ihr Lieben, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt und zugeguckt habt. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid und das nächste Mal auch wieder dabei sein werdet. Beim nächsten Mal wieder ein bisschen fröhlicher und nicht Beim so nächsten Mal gibt es wieder erbaulichere Themen. Aber es ist Teil unserer Geschichte, es gehört immer noch zu unserem Leben dazu. Und es ist gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig, nicht zu vergessen, welche Dimensionen Hass annehmen kann. Genau. Und vor allen Dingen, lasst euch nicht anstecken von so einem Scheiß wie, der kriegt aber Sozialhilfe, Schmarotzer auf meine. Ja. Lasst euch nicht dazu runterziehen mit einem Hass auf irgendwelche ethnischen oder religiösen Gruppen zu bekommen. Guckt, was ein Mensch tut und nicht, was ein Mensch ist. Das ist wichtig. So sind wir alle am Arsch. Nicht nur die, auf die ihr Hass schiebt, sondern auch wir. Ja. Und ihr selbst auch. Draußen ist das Leben, manchmal der Tod. Geht raus. Haut rein, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.